Hier ist Lampenalarm. Ein Krokodil. Hallo. Das ist auch deine Mutter, du Wichser. Geh schon mal zum Auto. Ich bin gleich fertig. Memme. Das alles jetzt in meiner Ranking-Show. Tim Schäfer sagte einst, Adventure sind tot, außer in Deutschland. Doch in den 90er Jahren zählten Adventure-Spiele zum beliebtesten Genre innerhalb der Videospielwelt. Vor allem die Titel aus dem Hause LucasArts waren echte Meilensteine, die einen nie wieder erreichten Standard innerhalb des Genres definierten. Grund genug, um in der heutigen Folge von Spielemanns Ranking Show einen Blick auf die 5 besten Adventure von LucasArts zu werfen. Denn manch ein Point-and-Click-Klassiker sollte auch in der heutigen Zeit nicht von der Bettkante gestoßen werden. Platz 5. Grim Fandango. In Grim Fandango schlüpft man in die Rolle von Manny Calavera, der verlorenen Seelen ihre Reise in das Reich der ewigen Ruhe organisiert. Die Ereignisse nehmen ihren Lauf in der mexikanisch angehauchten Stadt El Marro, wo gerade das Totenfestival Dia de los Muertos gefeiert wird. Ich habe das Spiel natürlich in spanischer Sprachausgabe gespielt, um das Fuego zu spüren. Immerhin bin ich selbst ein feuriger Typ und habla español ist mucho, mucho. Das besondere Setting, das an Tim Burtons Werke erinnert, und die ungewöhnliche Story, die durch dichte und humorige Dialoge vorangetrieben wird, machen Grim Fandango zu einem ganz besonderen Adventure-Erlebnis. Obwohl von Spielern und Presse hochgelobt, war der Titel allerdings ein kommerzieller Misserfolg, der letztlich dazu führte, dass LucasArts die Adventure-Spielsparte endgültig einstampfte. Hallo Tim Schäfer? Alles gut bei dir? Wie geht's der Familie? Ihr habt dieses Haus gebaut. Ein hoher Kredit. Ja, gut. Du, Tim, warum ich eigentlich anrufe? Diese Sache mit der Adventure-Spielentwicklerei. Die ist vorbei. Ja, genau. Ja. Du bist raus. Genau. Gruß an die Familie. Tschüss. Platz 4. Sam & Max. Hit the Road. In Sam & Max geht es mit der Freelance Police auf eine verrückte Schnitzeljagd quer durch die USA. Der störrische Hund Sam und sein hyperaktiver sowie psychopathischer Hasenkollege Max gehören mit Sicherheit zu den wahnwitzigsten Charakteren aller LucasArts Adventure. Gemeinsam jagen sie einen vom Jahrmarkt ausgebüxten Yeti durch die Staaten und landen dabei an den skurrilsten Orten. Ich habe letzte Woche einen Reinhard Messner gesehen. Verrückt. Den gibt's wirklich? Sam & Max wartet dabei mit allem auf, was das Adventure-Herz höher schlagen lässt. Actionreiche Verfolgungsjagden, verrückte Charaktere, knifflige Rätsel und nicht zuletzt eine rührende Love-Story, die selbst den coolsten Yeti zum Schmelzen bringt. Ich habe hier am Set übrigens total den schnuckligen Kerl kennengelernt. Hier ist Lampenalarm. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verliebt. Er hat so eine eiskalte Art an sich. Und du weißt, ich stehe halt einfach auf Bad Boys. Heiß. Platz 3. Day of the Tentacle. Ausgangspunkt dieses herrlich abstrusen Adventures bildet der verrückte Wissenschaftler Dr. Fred Edison. Denn sein purpurnes Tentakel, das er sich als Haustier hält, hat dummerweise giftiges Abwasser getrunken. Die Folge: Purpurtentakel wachsen 2 kurze Arme, die es größenwahnsinnig werden lassen. Und von nun an möchte es mit aller Macht die Weltherrschaft an sich reißen. Nicht nur Dr. Fred, sondern auch ich, Dr. Med, hat ein lila Tentakel erschaffen, das die Weltherrschaft für mich an sich reißen wird. Und ich muss sagen, bislang läuft es, meine ich, ganz gut. Um den purpurnen Zwischenfall aufzuhalten, sollen Physik-Nerd Bernard, der Heavy-Metal-Roadie Hoagie und die Medizinstudentin Laverne 24 Stunden in die Vergangenheit reisen. Aber natürlich schlägt die Zeitreise fehl und die Antihelden landen wild verstreut in Vergangenheit und Zukunft.
Nicht nur der Humor von Day of the Tentacle ist bis heute unübertroffen. Auch die Spielmechanik und die Rätselketten sind durch die unterschiedlichen Zeitstränge äußerst komplex und fordernd. Oh, was bist du für eine großen Krokodil? Hallo, hallo. Platz 2: Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Auf der Suche nach dem verschollenen Atlantis erlebt ihr mit Indiana Jones ein Abenteuer, das manche seiner Kinoauftritte locker in den Schatten stellt. Indiana Jones Fate of Atlantis bietet unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, jede Menge Action und herausfordernde Rätsel. Auch die Adventure-typische Item-Sammel- und Kombiniererei war natürlich zentraler Bestandteil des Gameplays. Ne? Was dieser Indiana Jones in seiner kleinen Tasche alles rumschleppen kann. Völlig unrealistisch. El Guitarros, La Trompetas, Tamborinas, Ukulelas, Mikrofonas, Las Swiffers, Wasserpistole für die Bambinas, Ersatz-Sombreros, Cojones! Fate of Atlantis wird gemeinhin als das beste Indiana Jones Spiel aller Zeiten angesehen und gilt als einer der beliebtesten Titel der Adventure-Schmiede. Wenn sich George Lucas und Harrison Ford doch nur davon überzeugen lassen würden, diese großartige Story als Adaption für die Kinoleinwand umzusetzen. Oh, boah, da ist Han Solo. Han Solo, Sir, können wir bitte ein Foto machen? Hallo, Han Solo. Han Solo, Sir. Adventure-Fans der 90er Jahre hatten nur einen einzigen Berufswunsch: Pirat. Grund dafür waren die ersten beiden Teile der Monkey Island-Reihe, die beide aus der Feder von Adventure-Legende Ron Gilbert stammen und gemeinsam den ersten Platz belegen. Und allein die Schwertkampfmechanik aus dem ersten Teil, bei der geistreiche Dialog-Wortgefechte über den Ausgang des Kampfes entscheiden, dürfte diese Platzierung bereits rechtfertigen. Du bist dumm! Nein, du bist dumm! Nein, du bist dumm! Nein, du bist dumm! Spiegel! Doppelspiegel! Immer einmal mehr Spiegel als du! Die Monkey Island-Reihe setzte durch die Art des Storytellings, das Interface und die herausfordernden Rätsel einen neuen Standard im Adventure-Spiel-Genre. Einhorn-Doppelspiegel! Deine Mutter braucht einen Doppelspiegel. Das ist auch deine Mutter, du Wichser! Memme. Adventure- und Piratenfans sollten die ersten beiden Teile der Monkey Island-Reihe unbedingt selbst erlebt haben. Auch wenn Guybrushs Piratenberufswunsch irgendwann zur Nebensache wird, denn eigentlich will er vor allem das Herz seiner Geliebten Elaine Marley erobern. Ach ja, die Liebe. Ja, das ist schon sehr tragisch mit Tim. Ja, natürlich, finanzieller Ruin. Ja, er hat sich komplett übernommen. Passiert. Sekunde. Schatz, geh schon mal zum Auto. Ich bin gleich fertig. Ja, da bin ich wieder. Hi. Ja. Das sind meine persönlichen Top 5. Stimmt ihr zu oder seid ihr anderer Meinung? Teilt es mir mit. Ich freue mich über all eure Beiträge im Kommentarbereich.